Wenn Unternehmen wachsen, wächst die Marke oft nicht mit. Irgendwann stellt man fest, dass die Marke aus ihrem Branding herausgewachsen ist. Das ist nicht nur äußerst frustrierend für die Menschen hinter der Marke, sondern erzeugt auch Unstimmigkeiten bei euren KundInnen. Eine erfolgreiche Markenführung erfordert eine regelmäßige Überprüfung von Strategie und Design, um sie mit relevanten internen und externen Einflüssen abzugleichen. Das Ergebnis dieses Prozesses kann ein Refresh, ein Rebranding oder sogar die Schaffung einer völlig neuen Marke sein. Was sind also die typischen Treiber für ein Rebranding? Erstens, das Ende der Gründungsphase. Viele Startups starten mit einem provisorischen Branding, einfach weil die Ressourcen fehlen oder sich das Geschäftsmodell noch entwickelt. Doch irgendwann merkt man, der Markenauftritt spielt nicht den Reifegrad wider, den die Marke mittlerweile erreicht hat. Airbnb hat zum Beispiel nach 6 Jahren ein ganzheitliches Rebranding durchgeführt. Zweitens, neue Produkte oder Dienstleistungen. Wenn sich das Angebot erweitert, muss sich auch die Marke mitentwickeln. Ein Rebranding kann helfen, Innovationen sichtbar zu machen und neue Zielgruppen zu erreichen. Ein gutes Rebranding signalisiert Transformation und generiert positive Aufmerksamkeit. Drittens, Internationalisierung. Andere Länder, andere Sitten. Expandiert man als Unternehmen neue Märkte, sollte der Markenauftritt auf den Prüfstand gestellt werden. Andere Kulturen oder gesellschaftliche Normen erfordern eventuell eine Anpassung des Brandings. Viertens, Veränderungen in der Führungsebene. Wechsel auf dem C-Level bringen oft Strategiewechsel mit sich. Ein Rebranding kann diesen Wandel nach außen sichtbar machen, wie man zum Beispiel an Douglas oder Veleda sehen kann. Fünftens, Fusion und Übernahmen. Wenn 2 oder mehr Unternehmen zusammenkommen, treffen unterschiedliche Markenidentitäten aufeinander. Ein Rebranding hilft, eine gemeinsame Identität zu finden, Mitarbeitende und KundInnen mitzunehmen und die neue Ausrichtung klar zu kommunizieren. Sechstens, gesellschaftliche Veränderungen. Die Welt verändert sich und Marken müssen darauf reagieren. Die Relevanz einer Marke hängt stark davon ab, inwiefern sie den Zeitgeist erkennt und sich dazu positioniert. Was passiert, wenn Unternehmen die Zeichen der Zeit ignorieren, sieht man an den Beispielen Nokia, BlackBerry oder Victoria's Secret. Die Gründe sind also vielseitig und reichen von positiver Transformation bis zum gesellschaftlichen Druck. Wichtig ist, betrachtet Rebranding nicht als rein kosmetischen Eingriff, sondern überprüft eure Marke ganzheitlich. Lasst eure Marke nicht hinter eurer Leistung zurückfallen, sondern zeigt den Unterschied. Das verdienen im Übrigen auch eure Mitarbeitenden. Macht sie stolz, Teil eures Teams zu sein. Zum Schluss möchte ich euch noch 3 Schritte mit auf den Weg geben, die ihr heute umsetzen könnt, damit eure Marke morgen bereits Unterschied macht. Erstens, challenged euer Branding. Reflektiert es wirklich eure Marke? Zweitens, plant einen Strategietag ein. Einmal jährlich sollte die Markenstrategie im Hinblick auf Marktveränderungen evaluiert werden. Oder drittens, ihr beauftragt Helder. In einem Audit analysieren wir Positionierung und Markenauftritt hinsichtlich Unternehmensziele und Markt und geben klare Handlungsempfehlungen. Mehr Informationen und Guidelines rund um das Thema Marke und Branding findet ihr auf unserer Website. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.